Hallo, mein Name ist Christoph und das ist mein elektronisches Saxophon von Yamaha. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dieses Instrument mit deinem Smartphone über Bluetooth verbinden kannst. In den vergangenen Wochen bin ich wiederholt gefragt worden, wie man beim YDS 150 die Bluetooth-Verbindung zum Smartphone herstellt. In diesem Video möchte ich dir deshalb 3 Szenarien vorstellen, wie du dein Smartphone mit dem Instrument koppeln kannst. Erstens kannst du das Smartphone und das YDS 150 koppeln, um damit die YDS 150 App zu nutzen, die von Yamaha mitgeliefert wird. Zweitens kannst du die Bluetooth-Verbindung nutzen, um eine andere App, zum Beispiel BandLab, mit dem YDS 150 zu steuern. Und drittens gibt es die Möglichkeit, von deinem Smartphone Audio auf das YDS 150 zu streamen. Um das YDS 150 mit der YDS 150 App auf dem Smartphone zu koppeln, musst du natürlich zuerst die App herunterladen. Falls du das noch nicht gemacht hast, findest du die Links unten in der Videobeschreibung. Dann musst du beim YDS 150 das Bluetooth einschalten. Dazu drückst du auf der Rückseite des Instruments die Funktionstaste Fn und gleichzeitig auf der Vorderseite des Instruments die zweitunterste Klappe, die S-Klappe. Und dann kannst du, während du noch immer die Funktionstaste gedrückt hältst, mit der Voice-Taste nach oben oder der Voice-Taste nach unten das Bluetooth ein- und ausschalten. Und im Display erscheint dann On oder Off, je nachdem, ob du es ein- oder ausgeschaltet hast. Dass Bluetooth eingeschaltet ist, erkennst du auch am orangen Licht auf der Rückseite des Instruments, das langsam blinkt. Sobald das Bluetooth eingeschaltet ist, kannst du nun die App auf deinem Smartphone starten, die YDS 150 App. Dann sollte bei Bluetooth MIDI Devices das YDS 150 MIDI erscheinen. Du klickst auf dieses Gerät und die Verbindung zur App wird hergestellt. Sobald dies geschehen ist, blinkt auf der Rückseite das orange Licht nicht mehr, sondern leuchtet ständig. Und nun kannst du die Funktionen der App nutzen, also eigene User-Tones speichern zum Beispiel, den Fingersatz anpassen, wenn du das möchtest, oder dann hast du allgemeine Einstellungen des Instruments, die du über die App verändern kannst. Du kannst das YDS 150 aber auch mit einer anderen App koppeln, zum Beispiel mit BandLab, und das Instrument dann als Bluetooth MIDI-Controller nutzen. Falls du BandLab herunterladen willst, um das auszuprobieren, da findest du den Link auch unten in der Videobeschreibung. Wiederum musst du auch hier natürlich zuerst das Bluetooth beim Instrument einschalten, bis auf der Rückseite das orange Licht langsam blinkt. Und dann musst du in diesem Fall aber jetzt einen manuellen Kopplungsvorgang starten. Dazu drückst du auf der Rückseite wieder die Funktionstaste und hältst sie gedrückt. Dann drückst du die unterste Klappe beim YDS 150, das ist die C-Klappe. Und dann müsste auf der Rückseite im Display des YDS 150 ein kleines B mit 2 Strichen erscheinen. Um nun den Kopplungsvorgang, den manuellen Kopplungsvorgang zu starten, klickst du, während du die Funktionstaste immer noch gedrückt hältst, die Voice-Taste nach oben und im Display des Instrumentes erscheint nun ein B, dann ein Strich und nun ein großes P. Dass der Kopplungsvorgang gestartet ist, erkennst du auch daran, dass auf der Rückseite des Instruments das orange Licht nun nicht mehr langsam, sondern schnell blinkt. Nach meiner Erfahrung funktioniert das Koppeln zwischen dem YDS 150 und einem Android-Smartphone deutlich zuverlässiger, wenn du dafür noch eine zusätzliche Verbindungs-App einsetzt.
Ich nutze dazu die App Bluetooth MIDI Connect. Es gibt auch die App MIDI BTLE, die dasselbe macht. Falls du keine dieser Apps installiert hast, dann findest du einen Link unten in der Videobeschreibung. Ich starte nun also eine dieser beiden Verbindungs-Apps, und zwar nehme ich Bluetooth MIDI Connect. Dann kann ich die Umgebung scannen und das Smartphone findet das YDS 150 MIDI, das ich anklicke und wodurch dann eine Verbindung hergestellt wird. Dass das geklappt hat mit der Verbindung, erkennst du wieder daran, dass auf der Rückseite des YDS 150 das orange Licht nicht mehr schnell blinkt, sondern stetig leuchtet. Als nächstes starte ich nun also BandLab und dort kannst du unten auf das Pluszeichen klicken, dann durch die verschiedenen Menüs scrollen, bis du zu MIDI-Instruments gelangst. Das wählst du aus. Und dann kannst du oben wieder durchscrollen und verschiedene Instrumente auswählen. Ich nehme jetzt als Beispiel hier Winds, also Blasinstrumente. Und hier wähle ich zum Beispiel das Alto-Saxophon aus. Und nun kannst du mit dem Instrument diese App steuern. Falls das nicht funktioniert, dann kannst du auch in BandLab kontrollieren, ob die Verbindung tatsächlich noch vorhanden ist. Wenn du nämlich oben dann auf das Zahnrad klickst in der BandLab-App und etwas runter scrollst, gibt es einen Punkt Connected MIDI Devices und dort müsste das YDS 150 MIDI erscheinen. Wenn das dort nicht erscheint, dann hat die Kopplung, die Verbindung irgendwie nicht geklappt und dann musst du die Verbindung nochmals neu herstellen. Für mich funktioniert das aber in der Regel sehr zuverlässig. Eine dritte Möglichkeit, die Bluetooth-Verbindung des YDS 150 zu nutzen, ist, wenn du von deinem Smartphone Musik auf das Instrument streamen möchtest. Dazu musst du auch zuerst wieder die Bluetooth-Funktion einschalten beim YDS 150 und das manuelle Koppeln starten, bis das orange Licht auf der Rückseite rasch blinkt, so wie wir das vorher bei der Verbindung zu BandLab gemacht haben. Wenn das Instrument kopplungsbereit ist, dann kannst du auf deinem Smartphone direkt die Bluetooth-Einstellungen öffnen. Wir benötigen dazu also in diesem Fall keine spezielle Verbindungs-App mehr wie vorher bei BandLab. Und in den Bluetooth-Einstellungen deines Smartphones sollte nun, wenn du auf neues Gerät koppeln klickst, das YDS 150 Audio erscheinen, neben dem YDS 150 MIDI. Und weil wir ja eben Audio streamen möchten, wählen wir das YDS 150 Audio aus. Wenn dich das Smartphone fragt, ob das YDS 150 Zugriff auf deine Kontakte benötigt, dann kannst du das ablehnen, weil telefonieren kannst du mit dem Instrument nicht. Also braucht das Instrument auch keinen Zugriff auf deine Kontakte. Sobald das Koppeln abgeschlossen ist, leuchtet auf der Rückseite des YDS 150 das orange Licht wieder stetig. Und nun sind wir so weit, dass wir vom Instrument auf das YDS 150 Musik streamen können. Das Audio-Streaming vom Smartphone auf das YDS 150 funktioniert übrigens nur über den Kopfhöreranschluss des Instruments. Also über den Lautsprecher des Yamaha YDS 150 hörst du die Musik nicht, die du vom Smartphone streamst, sondern nur über den Kopfhörer, wenn du Kopfhörer angeschlossen hast. Dieses Streaming ist deshalb sehr nützlich, wenn du nachts um 2 noch üben willst und zum Beispiel einen Backing-Track hast. Dann kannst du das Backing-Track oder das Play-Along auf deinem Smartphone streamen. Über den Kopfhöreranschluss
mit dem YDS 150 mitspielen und du störst niemanden. Ich habe das jetzt hier zu Demonstrationszwecken nicht an Kopfhörer angeschlossen, sondern an meinen Computer, dass ich den Sound aufnehmen kann und du auch etwas hörst. Das funktioniert also wunderbar. Ich starte jetzt also zum Beispiel ein Backing-Track und kann dann mitspielen. So, das waren die 3 Varianten, die ich vorstellen wollte, wie du die Bluetooth-Funktion beim YDS 150 einsetzen kannst. Falls du dich gefragt hast, ob man auch Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher an das Instrument anschließen kann, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. Es ist nur der Weg vom Smartphone auf das YDS 150 möglich, um Musik, Audio zu streamen, aber umgekehrt den Sound vom YDS 150 über Bluetooth auf Bluetooth-Kopfhörer abzuspielen, funktioniert leider nicht. Falls du weitere Fragen hast zu diesem Video, dann kannst du sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich habe übrigens ganz neu auf meinem Blog auch ein Forum eingerichtet, ein Blaswandler-Forum. Das ist im Moment noch völlig verwaist, also es gibt keinen einzigen Beitrag und nur einen Nutzer, nämlich mich. Ich hoffe aber, dass sich das mit der Zeit vielleicht mit Inhalten und Nutzern füllt und lade dich deshalb herzlich ein, dich im Forum zu registrieren. Du findest es über meinen Blog iwi-player.ch und dort hat es einen Link zum Blaswandler-Forum, das ich eingerichtet habe. So, für heute war es das. Wie immer freue ich mich über jeden Daumen hoch für dieses Video, wenn das Video hilfreich war. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.